KX, ein Nahrungsergänzungsmittel, das mittlerweile in der Schweiz eines der meistverkauften ist. Ich bin sehr froh, habe ich heute den Gründer und CEO hier zu Gast. Herzlich willkommen, Pedro Schmidt. Hallo, vielen Dank. Für die paar Zuschauer da draussen, die nicht wissen, was KX ist, kannst du das in 2-3 Sätzen erklären? Ja, also KX ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 25 teils bioaktiven Substanzen, wo insbesondere Stresshormon Cortisolpegel runterbringt und damit insbesondere zum Beispiel im Sport und Profisport die Regeneration verbessert und beschleunigt. Sport und Regeneration, ist das auch dort, wo das Produkt gestartet hat? Das ist eine fiese Frage, weil aber auch sehr eine spannende Frage. Tatsächlich, als ich das Produkt im 2017 auf den Markt gebracht habe, und viele werden es wahrscheinlich wissen, ist es ausschließlich als Hangover Helper auf den Markt gebracht worden, entsprechend um den Hangover schneller zu überwinden. Und seit 2017 hat sich das Produkt, wie du gesagt hast, immer besser auch kommerziell entwickelt und so sind auch immer mehr Sportler auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, checkt ihr überhaupt, wie gut das auch nach dem Sport funktioniert. Und um das vorwegzunehmen, heute sind wir deutlich besser im Sport verankert als noch im Hangover-Bereich. Richtig. Aber das heisst ja nicht umsonst beides Kater, Muskelkater und der andere Kater. Lass uns aber doch nochmal zurückgehen. Die Phase, also ich habe gelesen, 2011 ungefähr ist so der Start gekommen, wo du dort mal noch als Pharmaziestudent angefangen hast rumzutüfteln. Erzähl mir etwas von dieser Phase. Ja, also die Story ist so gewesen, ich war kurz vor Ende vom Pharmaziestudium an der ETH gewesen. Wir sind mit ein paar Kollegen in Köln unterwegs gewesen. Zu dem Zeitpunkt schon so Mitte, Ende 20, also nicht mehr so wie ein junger Spund mit 19. Dort hat man den Kater schon langsam angefangen zu verspüren und so nach einer Partynacht sind wir so in eine riesen Drogerie reingegangen und ich habe etwas Spezifisches gesucht, um den Kater zu heilen, also zum Regeneration zu beschleunigen, nicht einfach Schmerzmittel, die das betäubt und auch in sich auch Nebenwirkungen haben. Und so in einer von diesen riesigen DM-Filialen habe ich nichts gefunden und das hat mich extrem erstaunt, dass es nichts gibt auf dem Markt und das hat bei mir den Klick gemacht. In der Schweiz zurückgekommen, habe ich mir angefangen zu überlegen, wissenschaftlich, okay, was braucht so ein Produkt, um ganz konkret die Regeneration zu beschleunigen. Ja. Ich habe gelesen, die Tüftelphase hat 4 Jahre lang gedauert, bis du dann auf den Markt gegangen bist. Hat es dann nachher, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist der Moment gekommen, ich will raus, ist das für dich eine einfache Entscheidung gewesen, oder hat das doch auch noch Überwindung gebraucht? Ja, also ich habe natürlich dann das Studium abgeschlossen, bin dann auch in der Pharma in einem 100%-Job involviert gewesen, und ich habe das da ein bisschen nebenher als Hobby weitergeführt. Und für mich ist dann wichtig gewesen, nach rund 4 Jahren, wo ich so einen ersten Prototyp zusammen hatte, dass es auch wirklich funktioniert. Und so habe ich auch rund 30 Kollegen damals gefragt, wollen ihr das Produkt für mich testen? Und bitte sind so ehrlich, wie ihr nur könnt ehrlich sein, weil falls das Produkt nicht funktioniert oder ihr nicht die gleichen Erfahrungen macht wie ich mit dem Produkt, lieber zu skeptisch als zu optimistisch, weil dann es hat recht krasse Konsequenzen, wenn ich mich selbstständig mache. Aber offensichtlich ist das Feedback sehr positiv gewesen. Ja. Und wie hast du das angegangen? Also, wie muss man das vorstellen? Ich meine, du gründest eine Firma oder gerade ein Unternehmen unter Umständen. Wie hast du das finanziert? Wie gesagt, ich bin dann so rund 4 Jahre angestellt gewesen, sehr einen gut bezahlten Job in der Pharma. Ich habe nach wie vor auch nicht grosse Ausgaben gehabt und so sind relativ schnell, ohne dass ich gross darauf geschaut habe, 150'000 Franken zusammengekommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon Kollegen gehabt, die haben sich dann dort, der eine hat sich eine Rolex gekauft, der andere hat sich, also man fährt, wenn man noch keine Familie hat, will man das Geld auch dann ein bisschen dumm ausgeben, Porsche und so weiter. Ich dachte, ja, bevor ich so etwas mache, dann probiere ich lieber mal das Projekt, ja. Und hast also diesen Sport gepackt und alles auf die Karte gesetzt? Ich habe einen Finanzplan gemacht, ich habe gewusst, das Geld langt für mindestens ein Jahr mit allen Zwischenschritten, die es braucht natürlich, Patentanwalt, weitere Entwicklungskosten und so habe ich gestartet, ja. Und dann, also vorerst mal in der Schweiz, ist das richtig? In der Schweiz gestartet. Ja. Wo stehst du heute? Also bist du immer noch in der Schweiz unterwegs? Ist der Markt, lässt sich der unendlich irgendwie erweitern? Oder wie steht das? Ja, wir sind dann im 2017, also Oktober 2017, nach weiteres Jahr, dann wirklich Fulltime R&D, dann Patentzulassung, dann natürlich die ganze Businessplanung, also im Oktober 2017 auf den Markt gekommen. Und in der Schweiz uns entsprechend weiterentwickelt. Leider ist dann Covid gekommen. Ich meine, viele können sich vorstellen, dass Kater, Hangover, Nightlife und Covid nicht perfekt zusammengepasst haben. Das hat uns wieder ein bisschen ausbremst.
Wir haben aber dann zwischenzeitlich auch grössere Investments bekommen, zum Beispiel von Pro7 Sat.1, wo uns den Einstieg in Deutschland ermöglicht hat. Also sind wir im 2021 auf Deutschland expandiert. Dort haben wir gemerkt, okay, dass der europäische Markt ist grundsätzlich komplex, weil jede Region hat dann wieder eigene regulatorische Anforderungen, wo das Ganze natürlich fragmentiert. Also vor allem Nahrungsergänzungsmittel sind sehr reguliert. Richtig, ja. Richtig, genau. Und wir sind zwar heute in der Schweiz, wie du gesagt hast, sehr gut unterwegs, auch europaweit erhältlich, mit Fokus Deutschland, auch teils UK. Aber der Markt, wo wir jetzt uns darauf konzentrieren, ist USA. Ich habe es gelesen, ihr möchtet auch in die USA, nein, ihr möchtet nicht, ihr seid schon in den USA unterwegs, und zwar mit Equinox, das ist eine Fitnesskette, ist das richtig? Ja. In Kalifornien. Erzähl mir, wie ist das zustande gekommen, dass ihr die Zusammenarbeit gefunden habt? Ja, es ist auch ein längeres Projekt, es klingt natürlich alles sehr so straightforward, man geht in die USA und die renommierteste Premium-Fitnesskette vom Land nimmt uns auf. Die macht Türen auf, oder? Richtig. Wie könnte es auch anders sein? Also es sind viele Prozesse, die gelaufen sind. Wir haben 2 klinische Studien zum Beispiel in den USA, in San Francisco, durchgeführt mit einem Research Institute. Proven heisst die. Die sind teils auch vernetzt gewesen, dann zu Equinox. Equinox, es ist wirklich im Luxus-Premium-Bereich, also so ein Monatsabo kostet bis zu $400. Und die haben sehr einen starken Fokus auch auf wissenschaftliche Innovationen, und so haben wir dann die Möglichkeit gehabt, mit ihnen ins Gespräch zu treten. Sie haben gesagt, okay, gut, wir geben euch 6 Monate mal Zeit, um zu schauen, wie das funktioniert, hier in Kalifornien. Von San Francisco bis San Diego, natürlich Hauptfokus Los Angeles. Und das ist im Juni 2014 haben wir das können umsetzen und wir haben uns zu unserem Erstaunen, muss man sagen, zu einem der bestverkauften Produkte bei Equinox entwickelt. In diesen 6 Monaten? In diesen 6 Monaten, ja. Wir haben den Umsatz rund verfünffacht. Wir sind von Anfang an schon deutlich höher eingestiegen, wie wir das eigentlich budgetiert haben. Und so sind sie ja auf uns zugekommen, jetzt am Ende von dieser Testphase, und gesagt, jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf New York expandieren, Equinox. Und das sind wir jetzt gerade am Umsetzen. Ja. Also das scheint nach einer Erfolgsstrike, den wir da irgendwie haben, oder Erfolgsstrecke. Aber wenn man ja so wächst und expandiert und auch so viel dann auch produzieren muss, mit dem Absetzen kann, das kostet ja alles auch Geld. Woher nehmt ihr jetzt die Finanzierung? Ja, also aus einem Sport. Ja, richtig. Also Expansion und Skalierung ist teuer. Und gerade wenn man relativ schnell skaliert, ist es auch nicht profitabel. Man kann gar nicht so schnell Profit generieren, wie man wächst. Und entsprechend als Startup natürlich gehen wir von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde. Wir haben den Vorteil mittlerweile, dass wir in der Schweiz profitabel agieren. Das heisst, das Risiko ist deutlich minimiert, weil falls etwas passiert mit den USA, was natürlich viel kostet, mir nicht gerade alles den Bach runtergeht, dann könnte man das Projekt rein theoretisch wieder einstampfen und profitabel weiter wachsen. Das war lange nicht der Case gewesen, also lange ist wirklich die alles Abhängigkeiten sind umeinander vorher. Richtig, genau. Und im Startup-Business natürlich ist alles Skalierungspotenzial, wenn man kann zeigen, okay, da ist eine Opportunität. Die machen heute X Umsatz, in 2 Jahren machen sie 10x Umsatz, dann findet man auch Investoren, die bereit sind mitzumachen. Ja. Equinox selber? Interessanterweise, Equinox, ihr Konzept, das sie haben, ist so ein In-Store-Konzept, das heisst Earthbar. Mit denen theoretisch sind wir auch am Anschauen, dass sie vielleicht auch einen kleinen Teil nehmen, machen sie in gewisse Produkte, und die Gespräche, die laufen ein bisschen momentan statt. Ist ein bisschen kompliziert in den USA alles. Ja. Ein bisschen kompliziert in den USA. Handumgekehrt habe ich aber auch gelesen, dass ihr euch in den USA anders positionieren könnt, weil ihr gewisse Ergebnisse, die ihr auch in Studien anweisen könnt, tatsächlich kommunizieren dürft, was da nicht der Fall ist. Kannst du über das noch etwas sagen? Ja, das ist, denke ich, so der grösste Gamechanger, den wir haben im Vergleich zu Europa. Aus regulatorischen Gründen darf kein Nahrungsergänzungsmittel klinische Resultate nutzen für die Bewerbung von einem Produkt in Europa. In den USA ist es umgekehrt. In den USA, wenn du etwas über das Produkt sagen willst, musst du klinische Studien haben, aber dann darfst du alles sagen, was in diesen klinischen Studien nachgewiesen worden sind. Natürlich, die klinischen Studien müssen auch einen gewissen Standard erreicht haben. Aber das haben wir. Wir haben sehr gute Studien, publizierte Studien, und das sind extrem wichtige Aussagen, gerade bezüglich Stresshormonreduktion, Cortisolsenkung, wo uns einen unglaublich starken USP gibt in einem extrem relevanten Marktbereich. Etwas, was wir in der Schweiz nicht hatten. Ich glaube, viele Leute, die das KX kennen, die
haben vielleicht nach wie vor die Meinung in der Schweiz, ja, das ist doch das ein bisschen überteuerte Vitaminwässerli, weil man es einfach nicht besser kennt und wenn wir es auch nicht besser haben, können die Leute erklären, was das eigentlich konkret macht. In den USA ist es umgekehrt. In den USA können wir wirklich ganz konkret sagen, es hat die Inhaltsstoffe drin, Phosphatidylserin, Betain, das macht das und das und das. Und das ist ganz eine andere Ausgangslage. Und sicher auch mitentscheidend gewesen, wieso dass das bei Equinox California so gewachsen ist von Anfang an. Ja. Also wir haben vorher noch ganz kurzen Ausflug nach Corona, dass während Corona ja wie so einen Moment hatten, ja, jetzt findet die Partynächte nicht mehr statt. Und dann ist der Sport reingekommen. Also eigentlich kann man sagen, dass ein negatives Ereignis mal jetzt im Nachhinein angeschaut relativ positiv rausgekommen ist. Ja. Würdest du das so unterschreiben oder sagst du, nein, so ist es dann schon nicht ganz gewesen? Ich glaube, also ich finde das eine sehr interessante Aussage und ich habe das mir manchmal auch reflektiert, was heisst, was sind Pros und Cons. Natürlich, wenn von heute auf morgen 2/3 von deinem Umsatz wegfallen, hat das auch negative Konsequenzen gehabt, wie zum Beispiel Investoren, die schon kurz, also strategische Investoren, die kurz davor sind zu investieren, sind abgesprungen. Aber auf der anderen Seite jetzt mittelfristig, mittlerweile jetzt 4 Jahre, kann man drückt mehr und mehr auch die positiven Seiten drücken durch, wie zum Beispiel, wir haben gelernt, extrem wirtschaftlich und sustainable zu agieren, dass man nicht zu viel Geld ausgeben, was viele Startups, die overhyped waren, auch schlussendlich den Kopf gekostet hat. Und natürlich der Sportcase, wo nicht nur ein zweiter Use Case geworden ist, sondern mittlerweile der viel wichtigere Use Case ist. Wir machen in der Schweiz rund 80% vom Umsatz im Sportbereich. In den USA, wo wir von Anfang an so positioniert sind, praktisch 100%. Ja. Und natürlich ist der Markt dort auch viel grösser. Ja. Dann lass uns abschliessend auch noch einen Blick in die Zukunft werfen. Also ich stelle sehr gerne die Frage, was passiert, wenn wir uns in 5 Jahren wieder da treffen? Was wirst du mir erzählen? Es ist so, dass ich bei dir schon vorweg ein bisschen recherchiert habe und über die Aussage gestolpert bin, dass du in 2-3 Jahren verkaufen willst. Ist das so? Ja, das sind, viele sind ein bisschen überrascht. Das kommt aus der Situation raus, also situationsbedingt als Startup, wo ich das von Anfang an ja so eigentlich aufgeleistet haben, weiss man, dass man immer einen Exit-Case muss präsentieren. Wir haben, wie schon angedeutet, relativ renommierte Investoren drin, ProSiebenSat.1 als grosser Konzern, aber auch viele Family Offices und Venture Capital Funds. Und die Leute sind natürlich alle drin, weil sie am Ende des Tages etwas rausbekommen wollen. Und das passiert über einen Exit. Und gerade in unserem Case mit dem Consumer Product gibt es auch grosse Unternehmen, wo wir wissen, dass sie uns beobachten. Wir sind auch schon eingeladen worden auf Los Angeles zum Beispiel oder auch in die Weltschweiz zum Milliardenkonzern. Und wir wissen, dass die uns relativ gut beobachten und sehen das Potenzial, dass die Firma wird und der Brand wird mal eine Größe haben, die dann spannend ist, um das zu übernehmen. Und das Ganze, also man muss das Kind beim Namen nennen und das auch so aufgleisen und genau, das wird dann wahrscheinlich auch Konsequenz in 3 bis 5 Jahren, dass wir die Firma verkaufen. Aber wie gesagt, das kommt ja, das ist nicht aus einer Reaktion raus, das ist von Anfang an, wenn man als Startup eine Firma gründet mit der Skalierungsstrategie von Investoren und so weiter, ist das von Anfang an eigentlich gegeben. Also sehr durchdacht, dass man den Exitplan auch immer schon im Hinterkopf hat. Ja. Pedro, vielen Dank für das Gespräch. Äußerst spannend. Ich möchte dich aber wirklich sehr gerne in 5 Jahren nochmal einladen und dann schauen, wo du dann stehst. Viel Erfolg auf jeden Fall. Danke fürs Gespräch. Merci.